Herzlich willkommen zur Produktvorstellung des TQ-MA RZG2X. Mein Name ist Andreas Willig, ich bin der verantwortliche Produktmanager bei TQ. Heute dreht sich alles um die neue CPU-Familie der RZG2X von Renesas und wie wir diese in unserem brandneuen Moduldesign umsetzen. Aber bevor wir zum Unboxing kommen, warum überhaupt ein neues Modul? Wir kennen es alle. Unsere Welt wird immer vernetzter und digitaler. Am Beispiel eines einfachen Getränkeautomaten sieht man das recht deutlich. Früher Geld einwerfen, gewünschtes Produkt auswählen und entnehmen. Diese Automaten wurden in regelmäßigen Abständen wieder mit Getränken befüllt und das eingenommene Geld geleert. Heutzutage werden die Anforderungen immer größer, da die meisten Automaten inzwischen über große Displays verfügen und per Touchpanel bedient werden können. Über Netzwerk wird automatisch dem Automatenhersteller mitgeteilt, welches Getränkefach leer ist oder ob ein Fehler am Gerät vorliegt. Dadurch sehen wir, dass auch alltägliche Applikationen oder im übertragenen Sinne industrielle Anwendungen eine größere Leistungsdichte erfordern und Datenmengen erzeugen. Dadurch steigen die Anforderungen an die Elektronik permanent an. Um diese Produkte umsetzen zu können, braucht es eine leistungsstarke Intelligenz in Form eines Embedded-Moduls, was den Prozessor optimal einsetzbar macht. Daher haben wir uns bei dem neuen Modul TQ-MA RZG2X für die 3 CPU-Derivate der RZG2-Familie entschieden, die uns sowohl für Low- als auch High-End-Anwendungen die passende Performance ermöglichen. So gibt es beispielsweise 3 CPU-Derivate, die mit einem Cortex A53 und A57 ausgestattet sind, die je nach Anwendung individuell ausgewählt werden können und gerade auch bei dem Thema Grafikunterstützung und High-Speed-Interfaces optimale Voraussetzungen bieten, aber dazu später mehr. Denn jetzt ist es soweit, ich präsentiere Ihnen zum ersten Mal das TQ-MA RZG2X Embedded Modul. Zuerst schauen wir uns die Eckdaten des Moduldesigns mal genauer an. Wie immer setzen wir auch bei diesem Modul auf maximale Pin-Kompatibilität. Denn wie bei allen TQ-Modulen steht für uns die Anpassungsmöglichkeit an die Anforderungen des Kunden an erster Stelle. Daher achten wir von Entwicklungsbeginn an darauf, dass in einem Moduldesign alle Leistungsklassen abgebildet werden und somit von Low- bis High-End-Applikationen anwendbar sind. Das neue TQ-MA RZG2X gibt es daher in 3 unterschiedlichen Prozessorvarianten. Der RZG2N, der Dual Cortex A57, der RZG2M, ein Multicore bestehend aus Dual Cortex A57 und Quad Cortex A53 oder dem High-End-Gerät der RZG2H, bestehend aus Quad Cortex A57 und Quad Cortex A53. Beim Arbeitsspeicher setzen wir auf neueste Technik mit Low Power DDR4. Dieser kann mit bis zu 8 GB ausgebaut werden und bringt somit Leistungsstärke und Energieeffizienz für höchste Leistungsperformance mit sich. Linux oder Applikationssoftware können auf dem eMMC-Speicher abgespeichert werden. Dieser kann je nach geforderter Speicherkapazität bis zu 64 GB angepasst werden. Das ist der Primärspeicher. Auf dem EEPROM werden Produktionsdaten wie MAC-Adresse oder Fertigungsdaten hinterlegt. Das bietet dem Anwender den notwendigen Speicherbereich für eigene Daten, wie zum Beispiel Seriennummer oder die eindeutige Kennung seines Gerätes. Optional ist der NOR Flash. Dieser sorgt für zusätzliche Datensicherheit durch hohe Robustheit. Üblicherweise werden hier der U-Boot zum sicheren Systemstart hinterlegt. Das Power Management ist direkt auf dem Modul integriert. Hierbei wird die optimale Spannungsversorgung und das Anstartverhalten des Modules sichergestellt. Für Sie heißt das eine Erleichterung beim Design des Baseboards. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Prozessortechnologie. Wie schon erwähnt, bilden unsere Module alle Leistungsklassen ab. Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung für die passenden Prozessoren.
Diese leistungsfähigen CPU-Kerne stehen zur Auswahl. Der N bestehend aus einem Dual Cortex A57, der M ein Multicore bestehend aus Dual- und Quad-Core, der H die leistungsfähigste Maschine bestehend aus einem Quad-Core plus Quad-Core. Durch diese modernen Prozessorkerne können Applikationen für komplexe Anwendungen wie zum Beispiel einer Zugangskontrolle am Flughafenterminal bis hin zum Fahrkartenprüfgerät im öffentlichen Nahverkehr realisiert werden. Zusätzlich bieten alle drei Derivate einen Cortex R7 mit bis zu 800 MHz. Dieser Coprozessor kann die Hauptcores entlasten und zum Beispiel Echtzeitanwendungen realisieren. Jetzt kommen wir zu den Highlights. Mit dem leistungsstarken Grafikbeschleuniger können Inhalte mit bis zu 4K-Auflösungen und 3D-Grafiken auf mehreren Displays ausgegeben werden. Das hilft insbesondere bei der Visualisierung von Inhalten auf großen Displays, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, oder zur Darstellung von hochauflösenden Röntgenbildern in der Medizintechnik. Zusätzlich bieten die RZG2 Prozessoren die Möglichkeit von 2 MIPI-CSI-Schnittstellen. Diese Kameraschnittstellen ermöglichen es, 2 Kamerasensoren anzubinden und Applikationen wie einer optischen Kontrolle zu realisieren und damit zum Beispiel Bauteile aus mehreren Blickwinkeln zu erfassen und auszuwerten. Ein weiteres Highlight ist die Vielfalt an Highspeed-Schnittstellen. Hierzu zählt einmal Gigabit Ethernet für schnelle Datenkommunikation im Netzwerk, USB 3.0 zur Anbindung von USB-Devices oder möglicher Massenspeicher. Eine PCIe-Anbindung, hierüber können zum Beispiel WLAN oder andere Funkstandards eingebunden werden. Die Ansteuerung von industrietauglichen Sensoren ist über die 2x-CAN-Schnittstellen möglich. Hierbei lassen sich Übertragungsraten von bis zu 5 Mbits für CAN-FD realisieren. Darüber hinaus können über LVDS, RGB und HDMI Displayausgaben erfolgen. Die Schnittstellen stehen im optimalen Verhältnis zur Prozessorleistung und bilden somit ein hervorragendes und kosteneffizientes Gesamtpaket. Für Sie als Anwender wichtig: Es gibt einen 10 Jahre Software-Support durch Renesas. Hierbei wird eine Linux-Kernel-Version, zum Beispiel 4.19, über den Zeitraum von 10 Jahren gepflegt und Bugs beseitigt. Dadurch ist für Sie sichergestellt, dass über 10 Jahre ein gepflegtes und stabiles System bereitgestellt wird. Über hohen Neuqualifizierungsaufwand der Software beim Einsatz dieses Modules müssen Sie sich somit keine Sorgen mehr machen. Ich fasse also nochmals zusammen. Das neue TQ-MA-RZG2X Embedded Modul bietet ein breites Anpassungsspektrum von Low- bis High-End-Applikationen. Die hier zum Einsatz kommenden ARM Cortex A53 und A57 bilden die Grundlage für effiziente und schnelle Datenverarbeitung. Der Coprozessor R7 mit 800 MHz kann die Hauptcores zusätzlich entlasten und zum Beispiel Echtzeitanwendungen übernehmen. Diese Prozessorfamilie bietet das unschlagbare Gesamtpaket an Schnittstellenfunktionen wie zum Beispiel einmal Ethernet, zweimal CAN-FD, USB 3.0, USB 2.0, Grafikschnittstellen wie HDMI, LVDS, RGB, zweimal MIPI-CSI und alle damit gängigen Interfaces, die man heutzutage benötigt. Und zuletzt der Langzeit-Software-Support von Renesas, der es Ihnen beispielsweise ermöglicht, einen Softwarestand einzufrieren und trotzdem gewährleistet ist, dass der verwendete Linux-Kernel über 10 Jahre gepflegt wird. Damit ist das TQ-MA-RZG2X-Modul das optimale Gesamtpaket. Sollten Sie noch Fragen haben zum Produkt oder zur Integration in Ihr Design, wenden Sie sich gerne an uns. Wir freuen uns auf Ihr Projekt und Ihre Anfrage.